Märkten. Wir haben uns spezialisiert für große Firmen, die Präsenz machen, also hauptsächlich in kleinen Gläsern. Und dort ist der Markt also im letzten Jahr bei uns sogar gestiegen. Aber ich komme jetzt zur anderen Seite, das betrifft uns nicht. Ich bin ja sehr oft in Italien, kenne mich dort sehr gut aus in den Großimkereien. Wenn ich das jetzt gehört habe, dass das 1-2 Jahre noch gehen kann, ist die europäische Berufsimkerei gestorben, die ist nicht mehr zu retten. In Italien ist es so, wo ich im November unten war, Großbetriebe in Kalabrien, wobei dort noch, die haben noch ein bisschen Glück gehabt, weil Orange sehr schwieriger Markt zu bekommen ist und die Ernten sehr schlecht sind, haben sie das bisschen Orange haben sie wenigstens noch so im Bereich von 5 bis 6 Euro verkaufen können. Aber generell, in allen Betrieben wird Personal entlassen. Der Honig geht auch nicht um 2 Euro oder um 3 Euro. Das heißt, wer auf der Bank Verbindlichkeiten hat, muss ihn abgeben um 2 Euro, dass er die Bank zufriedenstellen kann, sonst sind die Betriebe sofort Konkurs. Das hat ja nicht nur mit dem Honig zu tun, es sind massenhaft Angestellte aus der Imkerei, aus der Berufsimkerei schon entlassen worden. Und wenn man die Gesamtimkerei in den Berufsdingen in Europa hernimmt, die, wo sich umgestellt haben auf Bienenproduktion, die, wo sich umgestellt haben auf Königinproduktion. Ich weiß also von Giacomo Cervi, wo ich selektioniere, der hat im letzten Jahr alleine, der hat bis Dezember werden die Königinnen vorgestellt weltweit und der hat 120.000 Königinnen Schlag 20. Dezember bestellt gehabt. Durch Konkurse, durch Abbestellungen, weil keine finanziellen Mittel mehr da sind, hat er 80.000 schlussendlich ausgeliefert und dort wurde der Preis weltweit gedrückt. Also der speziell am kanadischen Markt. Also die Situation, ich habe mit der Terze gesprochen, ist nur zweitgrößte in Italien, wird Ausdruck 70.000, 80.000 Königinnen machen. Auch dort extremer Druck bei Bienen, bei den Königinnen. Es ist die Betriebe, es geht nicht mehr weiter. Das ist, wir haben schon, wenn ich höre, 2 Jahre, dann wird die Großimkerei, also die Berufsimkerei, großteils die, wo nicht im Glas sind, die werden nicht mehr existieren. Mit dem Fass, das wird nicht funktionieren. Paul, magst du uns mal einen kleinen Einblick geben, wie es in Luxemburg aussieht? Ich kann da überhaupt nicht mitreden. Wir sind ein so kleiner Betrieb, das würde in Deutschland oder in Italien wäre das eine Hobbyimkerei, ne? Was wir betreiben mit unseren 200 Ertragsvölkern und so. Wir merken hauptsächlich die Schwankungen, wir kriegen natürlich die ganze Diskussion mit und die ist dann, ich weiß nicht, vielleicht auch emotional geführt oder so. Wir verkaufen meistens privat und dann, oder im Glas an die Genossenschaft und dann ein gutes Honigjahr ist und die Zaunpfählhonige, dann hat jeder Imker Honig, dann verkauft er etwas weniger und wenn mal ein schlechtes Jahr kommt, dann sind die Reserven schnell wieder aufgebracht. So kriegen wir das nicht so in dem Sinne, in der Struktur, die unsere Imkerei ist, kriegen wir das nicht so mit.